Wir sind dabei. Okay. Guten Morgen, Pastor Tim hier von Bibel Baptisten Gemeinde Hamburg-Stellingen. Wir grüßen dich zu unserem Webgottesdienst an diesem Palmsonntag. Also ein Sonntag, vor Oster, oder wir sagen lieber Auferstehungssonntag. Und dazu möchten wir einiges erwähnen. Am kommenden Mittwoch haben wir 19 Uhr wie gewohnt unsere Bibelstunde, und da wird auch Vicky Gebetsliste bereit haben. Wer eine Gebetsliste von Vicky bekommen möchte, wie wir das bisher jetzt machen hier, 19 Uhr am Mittwoch. Und dann am Freitag, Karfreitag ist das, werden wir um 10 Uhr nochmal einen Webgottesdienst haben für Karfreitag. So Mittwoch 19 Uhr, Karfreitag um 10 Uhr. Und dann heute in einer Woche, Auferstehungstag, wieder um 10 Uhr, feiern wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus zusammen hier. So, das möchten wir erwähnen. Wir werden heute Sacharja, Kapitel 9, Vers 9 und 10 heute zusammen lesen. Sacharja im Alten Testament, Sacharja, Kapitel 9, Vers 9 und 10. Bevor wir das lesen, möchte ich auch erwähnen, Dennis Morozov hat Traktaten, die in Bezug auf Coronavirus Bezug nehmen, ich glaube von Heukelbach bestellt. Er sollte die in diesen Tagen bekommen. So, wenn du solche Traktaten nehmen möchtest und weitergeben möchtest, ein ganz guter Traktat über Covid-19, also Coronavirus, das wäre eine Gelegenheit, vielleicht das anderen weiterzugeben, nach Möglichkeit. Und Dennis Morozov wird diese Traktaten haben bei ihm. Du kannst dich an ihn wenden und an ihm vorbeifahren und die Traktaten abholen von ihm zu Hause, ob er die auch welche bei der Gemeinde haben wird. Er wohnt unweit von der Gemeinderäumlichkeit, aber du kannst dich direkt an Dennis wenden, um diese Corona-Traktaten von Heukelbach bekommen zu können, um die weiterzugeben. Wäre ganz gute Gelegenheit. Wir hören schon von 4 Leuten, die sich zum Herrn bekehrt haben, eben in dieser Zeit. Und wir freuen uns, wenn noch andere zu Jesus finden. So haben wir eine wunderbare Möglichkeit, eine wunderbare Gelegenheit hier, von anderen von Jesus zu erzählen. Leute, die ja wirklich zum Nachdenken kommen und ängstlich geworden sind. So nimm diese Gelegenheit wahr. Diese Möglichkeit wahr. Ja, lasst uns dann unser Bibeltext lesen. Sacharja 9, 9 und 10 heute Morgen. Sacharja im Alten Testament, fast am Ende. Sacharja Kapitel 9, Vers 9 und 10 hier an diesem Palmsonntag. Sacharja 9, 9 und 10. Frohloche sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. So Gottes Wort, Sacharja 9, 9 und 10. Wir möchten zusammen beten.
Danke, lieber himmlischer Vater, für dein kostbares, unfehlbares, ewiges Wort, das wir hier gemeinsam betrachten dürfen. Ja, danke, Herr, dafür. Lehre uns daraus. Ob jemand unter uns ist heute ohne Christus, möge sie oder er zu Jesus heute finden. Danke für die, die zum Glauben gekommen sind in den letzten Tagen. Und wir bitten, dass noch weiter zu Jesus finden. Schenkt, dass Geschwister die Traktaten über Coronavirus von Bruder Dennis abholen und weitergeben, dass noch andere, die eventuell schon nachdenklich sind, zu Jesus finden in dieser Zeit. Sprich zu uns aus deinem Wort. Danke, Herr. In Christus Namen beten wir. Amen. Ja, ich hoffe, dass du verstehst, Gottes Wort ist 28% Prophezeiungen. Und die Prophezeiungen beziehen sich überwiegend auf Jesus Christus. Und die meisten dieser Prophezeiungen, Hunderte davon, sind schon erfüllt worden. Sie sind schon erfüllt. Kein anderes Buch der Welt kann das behaupten, also Prophezeiungen, etwas im Voraus prophezeit zu haben und das in Erfüllung. Aber es gibt Hunderte von Jesus, die schon erfüllt worden sind und noch andere, die in Erfüllung gehen werden. Und also daher die Bibel mit 28% von Prophezeiungen, dann ist es für uns auch wichtig, solche Texte aufzugreifen und zu betrachten zusammen. Und hier in Sacharja 9, 9 und 10 ist es sehr interessant, denn in Vers 9 haben wir das, was schon erfüllt worden ist, und Vers 10, was noch in Erfüllung gehen wird. Also eins gleich nach dem anderen hier. Und das möchten wir betrachten. Ja, die erfüllte Prophezeiungen von dem ersten Palmsonntag deutet unmittelbar auf andere Prophezeiungen hin, die in der Zukunft sicher erfüllt werden. Und unser Bibeltext lehrt das und lehrt auch, wer Jesus Christus ist und was er vorhat. Also so wenden wir uns an Vers 9, wer Christus ist. Also es steht da in Vers 9, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze du Tochter Jerusalem, siehe dein König kommt. Christus ist König. Ja, einige Tage nach seinem triumphalen Einzug in Jerusalem, als die Hosianna gerufen haben, als er einzog in Jerusalem, da war es dann nur einige Tage später, lesen wir in Johannes 19, 15, wo es steht, sie aber schrien fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Ja, die haben Christus als König annehmen können, als er einzog in Jerusalem, aber sie haben ihn verworfen und haben gerufen, kreuzige ihn. Aber Christus ist König, der jetzt in Gläubigen im Herzen von dir und mir, die wir Christus kennen, er herrscht als König in deinem und in meinem Herzen. Das soll sein in unser Alltag, sowie auch in unser Leben überhaupt. Herrscht er als König und eines Tages wird er über die ganze Welt, ja über das ganze Universum regieren als König. So zog er rein, also dein König kommt zu dir. Und auch mit dieser Prophezeiung hier von dem triumphalen Einzug Jesus in Jerusalem kannst du dazu Daniel Kapitel 9, 25 und 26 sehen, wie genau das erfüllt war, sogar an dem Tag, wann er reinziehen sollte. Es ist gut, dich damit vielleicht heute Nachmittag zu befassen. Daniel Kapitel 9, 25 und 26 in Verbindung mit Sacharja 9, 9 und 10 und auch die Erfüllung im Neuen Testament von
diesen triumphalen Einzug. Ja, Christus ist König. Und Christus, es steht da, siehe im Vers 9, dein König kommt zu dir, ein Gerechter. Ja, Jesus Christus ist gerecht. Er ist gerecht und er handelt immer gerecht. Und daher heißt es für uns, wenn wir sündigen, lesen wir 1. Johannes 1,9, und die Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, so 1. Johannes 1,9. Das heißt, er ist treu, er vergibt dir und mir jedes Mal, wenn wir die Sünden bekennen. Als Kinder Gottes, er ist unser treuer himmlischer Vater. Er tut das jedes Mal, er ist treu und er ist auch gerecht. Warum? Weil er zur Sünde gemacht wurde für uns am Kreuz Golgatha. Er starb für deine und meine Sünden am Kreuz und hat die Strafe unserer Sünden auf sich am Kreuz genommen. So heißt es, wir sind nicht unschuldig, aber wir sind in ihm als seine Kinder gerecht. Und wenn wir die Sünde bekennen als seine Kinder, dann wird die Gemeinschaft wiederhergestellt und er ist gerecht, dass er dir und mir die Sünden vergibt, weil er unsere Sünden auf sich am Kreuz nahm. Ja, wie der irische Prediger einst sagte, Christus muss uns Gläubigen nicht heimlich in den Himmel durch eine hintere Tür hineinschmuggeln, als ob er uns nur knapp errettete. Er kann und wird uns mit Jubeln durch die Perle-Tore hineinbringen, weil wir in ihm gerecht sind. Preis den Herrn dafür. Er ist gerecht, er ist der König und er ist der Gerechte und in ihm bist du und bin ich. Wir sind gerecht als seine Kinder. Ja, es steht da in Sacharja 9, der König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Ja, Christus ist der Erretter. Der Name Josua im Alten Testament bedeutet genau das, was im Alten Testament Josua heißt, was im Neuen Testament Jesus heißt, und das heißt Retter, der Retter. Aber Jesus Christus ist der einzige Erlöser und Erretter. Und das ist auch biblisch also belegt. Am Ende sein Brief hat Judas geschrieben, da Vers 24 und 25, dem aber der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Also ganz, ganz wichtig da, der alleinweisen Gott, unserem Retter. Also das spricht sehr viel über die Gottheit Jesus Christus, der Gott ist und unser Retter. Er ist König, er ist gerecht und er ist der Erretter, steht es da in Sacharja 9, Vers 9. Und es steht noch was dazu. Er ist der Retter und demütig reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eseln. Also Christus Jesus ist demütig. Er sagt, kommt zu mir, ihr, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn ich bin demütig von Herzen und barmherzig. Und so ein Esel ist ein Zeichen der Demut. Ein Pferd ist ein Zeichen menschlicher Macht. Aber Christus kam auf ein Esel, sogar auf ein Füllen, einem Jungen der Eseln. Also genau hat er das buchstäblich erfüllt. Dieses junge Tier nahm er und ist in Jerusalem triumphal eingeritten, also als demütiger König, der gerecht und Erretter ist. Christus ist König, er ist gerecht, er ist der Erretter und er ist demütig.
Dazu kommen wir zu Vers 10 hier in Sacharja Kapitel 9. Und das ist, was Christus tun wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das hier merken. Vers 9 ist schon erfüllte Prophezeiung hier. Die Prophetie ist hier in Erfüllung gegangen, als Christus in Jerusalem hineingegangen ist. Aber Vers 10 ist also, wird noch in Erfüllung gehen, denn es steht da, Christus, was er tun wird, es steht da, Christus wird die Streitwagen, Vers 10, aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem und die Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Christus wird ein Ende aller Kriege machen. Im Psalm 20, Vers 8, da sehen wir, es steht, jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des Herrn unseres Gottes. Auch in Psalm 147, 10 und 11. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an der Kraft des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Gnade hoffen. Also er wird ein Ende machen. Wann? Wenn er zurück mit uns kommt aus dem Himmel, wir warten auf die Entrückung der Gemeinde, dann wird er mit uns nach 7 Jahren Trübsal hier auf Erden und Hochzeitmahl des Lammes im Himmel, nachdem wir vom Richterstuhl Christi gegangen sind, dann wird Hochzeitmahl des Lammes sein, eine große Flitterwoche sein, also 7 Jahre, und dann kommen wir mit dem Herrn Jesus Christus zurück, wenn er runterkommt auf dem Ölberg, und er wird seine Feinde dort schlagen und Frieden stiften. 1000 Jahre Königreich auf Erden aufrichten, wo es absolut Frieden geben wird. Sogar im Tierreich, Löwe wird sich hinlegen neben dem Lamm und wird Gras fressen. Also steht es, wie es aussehen wird im Gotteswort, Frieden und im Tierreich sowie auch unter Menschen, weil Christus absolut herrschen wird und wir mit ihm, inwieweit wir ihm jetzt in diesem Leben treu dienen. Ja, er wird das tun. Er wird auch in Vers 10 den Völkern Frieden gebieten. Frieden wird er geben. Epheser 2,17 steht es, und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Ja, Frieden gibt er uns. Er ist der Friedefürst. Lesen wir in Jesaja 9,5. Unter anderen Titeln heißt er auch Friedefürst. Und in Johannes 14,27 steht es von ihm, Frieden hinterlasse ich euch, sagt Jesus. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Er bringt Frieden. Er ist der Friedefürst. Preist seinen Namen dafür. Und dann noch was. Es steht da in Vers 10, dass er also den Völkern Frieden gebieten werde und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also er wird sein 1000-jährigen Reich wird über die ganze Welt sich ausstrecken und diese wird in die Ewigkeit hineingehen, aber er wird auch herrschen. Er wird Ende von Krieg machen, er wird Frieden gebieten und er wird herrschen. Von einem Meer zum anderen, was bedeutet das? Von einem Meer zum anderen, also man sagt vom Mittelmeer östlich bis zum Pazifischen Ozean, heißt das, von einem Meer, also große Meer zum anderen. Und vom Strom, Vers 10 da, von Strom bis an die Enden der Erde. Die Bedeutung hier, sagen Gelehrten, heißt vom Fluss Euphrat bis Europa und weiter nach Westen. Das heißt, er wird über die ganze Welt herrschen. Christus kommt wieder. Kennst du ihn als dein Herr und Heiland? Wenn du ihn kennst, diene ihm. Erzähle weiter von ihm, dass auch andere zu ihm kommen in
sein Reich hineinkommen durch Glauben an ihn. Und freue dich, er ist gekommen, er kam, er hat sich als demütiger König angeboten, die haben ihn gekreuzigt, aber er kommt wieder. Er wird uns in die Luft treffen und wir kommen mit ihm dann wieder auf Erden, um zu herrschen. Preis seinen Namen dafür. Denk daran an diesem Palmsonntag. Freue dich und wir treffen uns wieder am Mittwoch, 19 Uhr, am Freitag um 10 Uhr, Karfreitag, sowie auch heute an der Woche Auferstehungssonntag für auch also Gottesdienst dann. Vergesst nicht, die Traktaten von Bruder Dennis zu bekommen, also über Coronavirus, dass wir sie auch weitergeben können. Einen schönen Tag, eine schöne Woche wünschen wir dir und euch und Gottes Segen dem Herrn befohlen.